Moin Leute, Buberts Brudi hier. Schaut mal hier. Unsere Malawi ist ein Mann. Aber statt ihn jetzt zu schlachten, machen wir das Beste draus und starten unser eigenes Breeding-Projekt. Und wenn du Bock hast, dabei zu sein, dann bleib dran, weil das wird super. 17 Uhr, Buberts Brudi mitten straight am Start. In seiner Marci, wo alles wächst wie im Garten. Kein Stress mehr, das Leben ist entspannt. Zwischen Green Eyes, er weiß genau, was er plant. Mit Blueberries krank, der Duft, der uns betört. Überall in der Welt, sein Name wird gehört. Buberts Brudi. Ja, moin moin nochmal, ihr Lieben, aus meiner Growbox. Hier vorne auch Hallo von unser Malawi und unser selbstgezogenen Melonade Runs. Und als allererstes möchte ich mich mal über die ganzen neuen Subscriber bedanken. Ihr seid echt der Wahnsinn. Wir haben inzwischen die 2000 Subscriber geknackt. Das hätte ich mir vor einem Jahr, als ich diesen Kanal angelegt habe und mein erstes Video hochgeladen habe, nie im Leben erträumt. Ihr seid wirklich die Allerbesten und ich versuche euch weiterhin unterhaltsamen Content zu liefern. Und damit fangen wir auch heute an, weil wie ihr gerade im Intro gesehen habt, ist unsere Malawi ein Junge. Jetzt wird der ein oder andere sagen, oh mein Gott, Brudi, scheiße, was machst du denn jetzt? Du hast da einen Jungen und übrigens die Melonade Runs zeigt noch keine Zeichen der Vorblüte. Wir können gleich noch mal reingucken. Vielleicht finden wir was zusammen, aber gestern war noch nichts da. Die Dame hier hat auf jeden Fall schon ihren ersten Coming-out gehabt. Und ich weiß nicht, ob man das so richtig sieht da hinten. Ich blende euch gleich noch mal ein Bild ein, weil ich nicht weiß, ob die Kamera scharf stellt. Aber da oben sieht man die erste männliche Vorblüte, den ersten Pollensack. Und das bedeutet, unsere Malawi ist definitiv ein Mann. Und warum ich mir keine Sorgen mache deswegen, das sage ich euch jetzt, weil wer diesen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass der Brudi in seinem zweiten Run, also in dem letzten, ich blende euch hier oben mal die Playlist ein, falls ihr das noch nicht gesehen habt, da hat der Brudi nämlich eine Blueberry und eine Skunk gegrowt und das Ziel war auch da schon, eigene Samen zu produzieren. Aber wie das so manchmal ist, sind es beides Mädchen geworden und wir haben halt keine Samen bekommen. Und jetzt ist es so, das ist ja ein regulärer Samen, also klar, da besteht die Chance, dass das ein Männchen wird. Und ich habe mich in diesem Run ehrlich gesagt nicht darauf eingestellt, dass wir hier Männchen und Weibchen bekommen, sondern habe auch gedacht, das wären wieder zwei Mädels. Aber jetzt ist es, wie es ist und wir werden diesen Kollegen hier ausgrown. Ich habe auch schon einen super Namen. Vielen Dank nochmal für eure Namensvorschläge. Ja, da kommen wir später zu. Aber wir werden ihn ausgrown. Mein Plan ist, dass ich im Laufe des Grow-Vlogs von ihm Pollen ernten werde. Und dann darf der Lümmel hier mit seinen, ihr wisst schon, im ganzen Zelt rumsauen und darf unsere Melonade Runs bestäuben. Und aus den Samen, die wir da gewinnen, werden wir natürlich im nächsten Run einen davon ziehen und mal gucken, was dabei rauskommt. Also ich bin auf jeden Fall gehypt. So Leute, hier nochmal eine Close-Up-Aufnahme von der männlichen Blüte auf der Malawi. Ich hoffe, man kann das auf der Kamera gut erkennen. Ansonsten blende ich euch hier gleich nochmal ein Foto ein. Ja, worauf ist zu achten? Meistens an den Blattachseln in den ersten 10 Tagen der Blüte kann man die Vorblüte erkennen, die euch anzeigt, ob es eine männliche oder weibliche Pflanze ist. Wenn ihr also nicht wie ich Samen produzieren wollt, dann ist jetzt der Zeitpunkt, den Kollegen hier zu entsorgen. Ansonsten wird er euch euer Mädchen im Zelt komplett bestäuben. Und das wollen wir in diesem Fall zwar schon, aber einige von euch vielleicht auch nicht. Und deswegen bleibt der Lümmel bei uns drin stehen. Aber ihr seht schon, es befinden sich keine Stempel an der Blüte. Ihr seht keine Härchen, sondern es ist einfach nur so ein kleiner Pollensack, der am Anfang grün ist und im Laufe der Blüte sich langsam öffnet und gelb wird und dann anfängt seinen Pollen zu verteilen. Und für mich ist es das erste Mal, dass ich ein Breeding-Projekt starte. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe mir natürlich ein paar Videos angesehen.
In der Theorie gehen wir da genauso vor, wie wir das mit unser Chili gemacht haben im letzten Grow-Vlog. Also sprich, wir fangen uns ein paar Pollen auf, am besten in einem Glas oder so, das ist mein Plan. Und dann werde ich da vorsichtig mit dem Pinsel beigehen und dann diese Dame hier bestäuben. Wir können natürlich auch Folgendes machen, wir können das Zelt einfach zulassen und die Natur ihr Ding machen lassen, beziehungsweise den Ventilator da oben sein Ding machen lassen, weil der verteilt die Pollen hier natürlich auch in der Bude, ne? Dann habe ich allerdings das Problem, dass ich hier richtig sauber machen muss in dem Zelt und ich weiß noch nicht, ob ich da Bock drauf habe. So Leute, kommen wir nun zur Namensvergabe. Vielen, vielen Dank nochmal an die Community für all die lustigen und tollen Namensvorschläge für unsere Pflanzen. Ihr habt euch für 2 Gewinner entschieden und zwar sind das die folgende. Wir haben einmal Trommelwirbel. Jetzt klebt das Ding an meinem Finger wie die Drecksau. Wir haben einmal Wiedrich Merz. Wiedrich Merz ist unsere Malawi. So. Und auch unsere Melonade Runs bekommt natürlich einen Namen. Und zwar heißt sie Jake Snizzledriss. Ja, vielen Dank nochmal für die Namensvorschläge, Brudis. Ich finde das sehr interessant, dass wir diesmal 2 männliche Namen haben. So als ob ihr in die Zukunft sehen konntet. Zumindest ein Männchen haben wir ja. Ja Leute, normalerweise würde ich jetzt in die Wartungsarbeiten gehen sozusagen und hier noch ein bisschen Blätter rausholen. Aber wer uns verfolgt hat, weiß, dass wir das erst Anfang der Woche gemacht haben. Und ich will die Ladies jetzt auch nicht zu viel stressen. Deswegen machen wir die nächste Entblätterung circa Blütewoche 3, würde ich vorschlagen. Aber lasst uns mal hier reinschauen in die Melonade Runs, ob wir dort vielleicht ein paar weibliche Blüten, Vorblüten entdecken können. Gucken mal gemeinsam rein in die Astgabeln. Aber bisher kann ich hier nichts sehen. Die Dame lässt sich einfach ein bisschen mehr Zeit als die Melonade. Aber wie gesagt, eigentlich müsste das ein Mädchen sein. Also ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, ob wir hier ein Mädchen haben oder vielleicht doch ein Männchen. Sehr unwahrscheinlich. Aber wenn du tagesaktuell informiert bleiben möchtest, dann würde ich dir empfehlen, dass du mal in die Shorts reinguckst. Weil ich habe beschlossen, dass ich jetzt regelmäßig auch zu den langen Videos, Short-Videos veröffentlichen werde. Einfach weil ich euch da viel zeitnah informieren kann und Updates geben kann. Und außerdem ist es eine gute Form, den Grow wirklich fast in täglichen Schritten zu dokumentieren. Und da ich auch hier einige Pros dabei habe, denen das sicherlich schon aufgefallen ist, hier nochmal ein kleiner Rückblick, warum unsere Malawi leider immer noch an Adlerkrallen leidet. Ja, wer die Grow-Serie von Anfang an verfolgt hat, weiß, dass sie mit dieser nährstoffreichen Erde nicht so gut klargekommen ist am Anfang. Es liegt einfach daran, dass Malawis in der Wachstumsphase einfach relativ wenig Nährstoffe brauchen und die Erde ist halt mit allem für den gesamten Grow vorversorgt. Das mochte sie wohl nicht so sehr, aber wie wir sehen können, ich gehe mal von oben einmal rüber, haben wir zwar immer noch ein paar verfärbte Blattspitzen, aber insgesamt sieht die Dame doch sehr vital aus. Rechts daneben unsere Melonade Runs. Hier sieht man überhaupt keine Verfärbung an den Blattspitzen. Die Pflanze sieht sehr vital und robust aus. Ich bin ja auch mal gespannt, was dabei rauskommt. Schließlich ist das aus unserer eigenen Nachzuchtensame. Und ja, normalerweise würde ich jetzt hier, wie gesagt, Blätter rausnehmen und auch nochmal gießen. Aber bei der Melonade und bei der Malawi ist eigentlich bei beiden noch genug Feuchtigkeit im Topf. Speziell hier kann es halt auch sein, dass die Pflanze vielleicht ein bisschen feucht stand. Wie gesagt, meine Freundin hat sich drum gekümmert. Ich war die ganze vegetative Phase nur am Wochenende hier und habe hier kurz reingeguckt, Wartungsarbeiten gemacht.
Aber im Vergleich zu meiner allerersten Grow-Serie, könnt ihr mal das erste Video oder das zweite Video in diesem Kanal reingucken, da hat sie das auch gemacht, da war ich auch nicht hier, das war eine absolute Katastrophe mit den Autoflowers. Das hat sie super hingekriegt. Daumen hoch von mir. Oder was meint ihr? Ja Leute, das war's auch schon wieder. Short and sweet diesmal. Ich wollte euch einfach mal updaten, was es hier Neues zu sehen gibt bei der Malawi. Wenn ihr wirklich tagesaktuell informiert werden wollt, bitte schaut auch gerne in die Short Sections auf meinem Kanal rein. Da gibt es in Zukunft deutlich mehr zu sehen. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank an all die neuen Subscriber. Danke, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Für einen Daumen hoch, ein Abo und einen Kommentar. Da würde ich mich riesig freuen. Das hilft diesem Kanal weiter. Ist übrigens auch kostenlos für euch. Und damit war es das für heute. Vielen Dank für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Bubertsbrudi.